Herzlich willkommen zum ersten Radio Battler Videotutorial für die Version 2012. Die Radio Battler Version 2012 begrüßt uns mit einem neuen Startbildschirm, auf dem die verschiedenen Teilprogramme der Radio Battler Lösungen für Hörfunkstationen und Internetradios ausgewählt werden können. Wer wie gewohnt das Hauptprogramm, also die On-Air-Sendesteuerung, starten möchte, selektiert einfach den Button Hauptprogramm und wählt danach den Eintrag Starten. In dieser Sendeumgebung hier sind bereits ein paar Titel in der Playlist eingetragen und bevor wir unsere Sendung beginnen, wollen wir uns möglicherweise anschauen, welche Titel die Kollegen in der Vergangenheit bereits gespielt haben. Dafür gibt es den neuen Eintrag Logfiles im Arbeitsbereich des Moderators. Hier können wir nachschlagen, zu welchen Sendungen in der Vergangenheit welche Titel gespielt worden sind, um nachzuschlagen, welche Musikstücke die Kollegen verwendet haben oder einfach schnell eine Höreranfrage beantworten zu können, welche Titel zu welchem Zeitpunkt im Programm gelaufen sind. Schauen wir uns die Assistentensteuerung etwas genauer an. Standardmäßig ist Radio Battler so eingestellt, dass das bisher selbstständige Fenster des Assistenten-Controls im neuen Programm in der Version 2012 integriert worden ist. Wenn die entsprechende Einstellung im Einstellungsdialog so hinterlegt ist und wir die Assistentensteuerung durch Klick auf Assist aktivieren, kommt das Control für die Assistentensteuerung automatisch nach vorne. Im linken Bereich der Senderautomation haben wir einen Informationsbereich, der uns ganz links eine dynamische Statusanzeige zum laufenden Titel darstellt. Hier sind es jetzt noch 10 Sekunden bis zum Erreichen des Intropunkts, bis zu dem wir also fertig moderiert haben sollten. Wenn der Titel dann ganz normal läuft, wird uns in der Mitte der Statusanzeige der laufende aktuelle Player, hier also der Player A, angezeigt und wir haben die Informationen zum Musikstück und zum Interpreten. Dazu die Information, wie lang der entsprechende Titel bereits läuft, wie viele Sekunden wir noch Zeit haben bis zum Cue-Out-Punkt und den Punkt oder die Zeitanzeige, zu der der Titel laut Automation beendet werden sollte. Und kurz vor Ende des Titels wird durch Blinken systematisiert bzw. gezeigt, dass der nächste Titel eingeblendet werden sollte. Auf der rechten Seite sehen wir noch eine Pegelanzeige zum laufenden Titel und im unteren Bereich des Statusfensters eine Wellenform zum laufenden Musikstück mit den verschiedenen Markerpunkten und der Fortschritt innerhalb der Wellenform wird farbig gekennzeichnet.
Schauen wir uns dieselbe Situation noch einmal mit einer weiteren Sendeunterstützung an, nämlich mit der sogenannten Infowall. Auch dieses Programm der Radio Battler Lösungen können wir beim Starten von Radio Battler durch Klick auf den entsprechenden Button starten. Und wenn wir wie hier das Hauptprogramm bereits gestartet haben, ist es auch möglich, die Infowall nachträglich zu aktivieren, indem wir das entsprechende Symbol anklicken und dann auf Start das Programm hinzufügen. Die Infowall ist eine Art serverbasierte Plattform und braucht deshalb einen Pfad zur laufenden Radio Battler Installation. Das kann hier lokal sein oder auch ein anderer Rechner, der Senderechner im Netzwerk. Die Infowall ist eine Art vergrößerter Statusbereich zur Information des Moderators und stellt sich als eine verschiebbare Applikation dar, die keine Fenstertitelleiste oder ähnliches hat. Für die Infowall selbst gibt es zwei Darstellungsformen, einmal wie hier das verschiebbare Fenster oder wir können die Infowall so einstellen, dass sie zum Beispiel im Zwei-Monitor-Betrieb den auf dem jeweiligen Monitor platzierten Platz vollständig annimmt, sodass der Monitor füllend von der Infowall als Darstellungsanzeige für den Moderator verwendet werden kann. Durch Klick auf das Symbol mit den Pfeilen wird die Infowall auf den kompletten Bildschirm vergrößert. Schauen wir uns die verschiedenen Elemente in der Infowall im Automatikbetrieb noch einmal an. Auch hier sehen wir wieder unseren Intro-Counter und groß dargestellt die Titelinformationen, Interpret und Songname des laufenden Musikstücks. In der Mitte wird eine Studiouhr angezeigt und wir haben verschiedene Hinweiselemente, so zum Beispiel, wenn wir Push-to-Talk einsetzen, auch einen Uptime-Counter, der uns für das Format Radio zum Beispiel mitzählt, wie lange wir das Mikrofon bereits geöffnet haben. Bei geöffnetem Mikrofon wird links auch das Symbol für Mic On rot dargestellt. Auf der rechten Seite wird uns jetzt das Erreichen des Q-Out-Punkts angekündigt und die Automation wird somit in wenigen Sekunden, es bleiben hier noch 5 Sekunden, den nächsten Titel starten. Wir sehen jetzt den Warnhinweis Achtung Playlist, so dass wir darauf hingewiesen werden, dass in unserer Playlist nur noch ein einzelner Titel vorhanden ist und die Automation danach leer laufen würde.
Unten rechts wird uns noch der nächste Titel mit den wesentlichen Informationen angekündigt, sodass wir eine Anmoderation vorbereiten könnten. Und es gibt auf der Cardwall auch noch die Möglichkeit, externe Elemente, zum Beispiel das Klingeln eines Hotline-Telefons, zu triggern und anzuzeigen. Um die Infowall wieder zu beenden oder kurzzeitig zur Seite zu schieben, weil wir den Platz auf dem zweiten Monitor vielleicht anders verwenden möchten, können wir einfach die Vollbildschirmdarstellung wieder aufheben oder die Infowall durch Klick auf das Schließen-Symbol oben rechts beenden. Für übrigens genau diesen Fall, dass wir nicht rechtzeitig eine Playlist wieder befüllt haben, gibt es in den Radio Battler Einstellungen die Möglichkeit, eine Notfallfüllung der Playlist zu ermöglichen, sodass im Falle einer leeren Playlist kein Sendeloch entsteht und automatisch zufallsbasiert ein neues Musikstück hinzugefügt wird, solange bis der Moderator selbst wieder eingreifen kann und die Playlist wieder füllt.